Willkommen zu einem neuen Video mit uns. Schön, dass ihr wieder da seid. Jede Etappe geht irgendwann zu Ende. Ja, so ist es. Und wir werden nach diesem oder am Ende dieses Videos unsere Reise leider nur noch zu dritt fortsetzen. Wilma ist hier drin. Und wie das dazu gekommen ist, wie ihre letzten Tage waren, was uns passiert ist, das seht ihr in dem Video. Seit 6 Wochen sind wir in Bolivien. Wir sind über den Altiplano aus Chile in das Land eingereist. Dann haben wir uns 400 Kilometer Offroad und auf Schotterpisten bis zum größten Salzsee der Welt, bis nach Uyuni durchgekämpft. Von dort ging es raus aus den Bergen, zuerst nach Tupiza und dann nach Tarija. Nachdem es Wilma in Tarija schon sehr schlecht ging, haben wir entschlossen, einen Ort zu suchen, an dem wir entspannen können. Wir wollen ins Grüne, in die Natur und dorthin, wo es wärmer ist. Wir machen uns auf den Weg nach Porongo, in der Nähe von Santa Cruz. Mali, alles gut mit uns im Punkt. Und wer bist du? Je weiter wir uns von Tarija entfernen, desto grüner wird es. Und dann endet auch schon der Asphalt. Wir fahren immer weiter Richtung Regenwald. Normalerweise ist jetzt Trockenzeit, aber dieses Jahr regnet es auch jetzt noch. Das kann auf diesen Lehmstraßen sehr gefährlich werden. Umso tiefer man in den Urwald fährt, umso schlechter werden die Straßen. Denn sie bestehen nur aus Erde und werden durch den Regen sehr weich. Die Straßen werden jedes Jahr nach der Regenzeit erneuert, weil viele durch den starken Regen unpassierbar werden. Was ist da? Questi abbiamo visto io. Was bist du ja? In Bahia Negra. No, ¿cómo se llama? Agua Dulce. Che lindo! Qué guapos. Falta toda la parte frontal del camión. Diese Straße hier ist spektakulär. Sie führt direkt am Rio Pilcomayo entlang und ist so eng, dass die Fahrzeuge abwechselnd durchgelassen werden. Alle reden in Bolivien von der bekannten Straße des Todes. Wir haben den Eindruck, dass es hier sehr viele Straßen des Todes gibt. Ai, 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 ai. Boah, so steil. Gallinas. Am Ende der Straße, kurz vor der nächsten großen Stadt, finden wir ein kleines Paradies. Ein Hotel mit Thermalquellen. Wir können ein bisschen entspannen und auch Wilma kommt etwas zur Ruhe.
Hier kommt das Thermalwasser direkt aus der Quelle und riecht sehr stark nach faulen Eiern. Es ist sehr heiß, eine tolle Entspannung. Wir fahren weiter, aber müssen zuerst hier durch den Matsch. Na gut, gestern war schlimmer. Gut. Wir haben die Tanklasterfahrer mal gefragt, warum hier alles voller Tanklaster ist. Und das Land hat ja keinen Diesel, also keinen Sprit. Und die haben uns gesagt, die sind hier und warten auf eine Weisung der Regierung, dass die eben in Paraguay oder Argentinien Sprit eingekauft haben. Und deshalb sozusagen dann losfahren. Also hier sind bestimmt, also in dem Dorf sind bestimmt über 100, wenn nicht mehr, Tanklaster. Und die warten eben auf das Zeichen, das heißt dann go, ab nach Argentinien, dann fahren die dahin, laden voll, fahren wieder hierher und dann gibt es hier wieder Sprit. Und die sind alle hier. Das ist echt richtig krass. Groß hier. Hier in Villamontes sieht man an jeder Ecke Männer, die mit Hämmern auf Kokablätter schlagen. Sie heißen Machucadores. Durch diese Technik der bolivianischen Ureinwohner wird das Kokablatt weich und verbindet sich mit Bicarbonat und verschiedenen Aromen. Der Geschmack ist danach viel angenehmer. Se encuentra que está algo añadido, más también dulce porque está la stevia dentro. Ah, está la stevia dentro? Pico y stevia dentro. Entonces, Ah, está pico ya dentro? ja, con la stevia y se encuentra un poco dulce. Okay. Wow, wow. Genau, wir haben gerade festgestellt, dass es gibt hier überall Hämmern die auf dem Coca rum. Und wenn man die Kokablätter so in den Mund tut, dann haben die ja so viele Stiele und ja, das tut irgendwann weh in der Backe so. Und das Zeug ist total weich. Genau, es ist total weich und schon mit Bicarbonat vermischt und mit Stevia, also süß, ja, also nicht irgendwie bitter. Unglaublich, ja. Oh. Ja, ich werde das probieren. Man kann sich den Konsum auch schöner machen. Die sind wirklich weich. Hace un poco el efecto como con este ceniza que hemos probado. Die sind wie Leder. Das ist ja perfekt. Also so kann man die wirklich viel besser essen. Und diese ganzen Säcke, das ist alles Coca. Also das ist hier das Produkt Nummer 1. Und es gibt hier keinen einzigen, der nicht irgendwie Kokablätter kauft. Ja, nachdem wir jetzt so lange wirklich Offroad gefahren sind und hat es natürlich unseren Auspuff mal wieder zerrissen. Wer uns verfolgt, weiß, das ist, glaube ich, das 3. oder 4. Mal. Und es hat vom letzten Mal richtig lange gehalten. Also wir hatten ein Loch im Auspuff in Brasilien. Ja genau, in Brasilien ist ein Loch eingerissen. Da ist nicht die Halterung abgerissen, sondern ein Loch in den Auspuff reingerissen. Und jetzt ist natürlich, es reißt ja nie die Schweißnaht. Jetzt ist natürlich die Halterung abgebrochen. So, das haben wir jetzt auch wieder festgemacht. Ich hoffe, dass das genau an der richtigen Stelle sitzt, weil das ging jetzt alles ziemlich flott und der hat auch so viel Material reingeballert. Gut,
Also das sieht richtig gut aus hier. Guckt euch das mal an hier. Hat er ganz gut hingekriegt. Jetzt bauen wir das Ding wieder unten ein. Ja, und dann sind wir wieder gewappnet für die nächsten Kilometer. Wir haben uns schon wieder aufgemacht Richtung Norden. Wir sind ja in Villamontes gewesen. Wir wollten da eigentlich bleiben, aber unsere Vorstellung von dem, was gemütlich ist und wo man dann auch Platz hat für die Hunde und die Vorstellung von denen, die den Platz anbieten, die gehen halt so doch so ein bisschen auseinander. Also man steht hier oftmals in irgendeiner kleinen hinteren Ecke mit keinem Licht und es ist halt auch kalt. Da haben wir keinen Bock drauf, deswegen fahren wir weiter. Und unsere Tour geht jetzt von Villamontes immer die Autobahn, die 9 Richtung Norden, Richtung Norden, Richtung Norden und dann kommt irgendwann Santa Cruz de la Sierra. Und was wir wirklich brauchen, ist einfach mal 2, 3, 4 Tage Hängematte und ein bisschen Ruhe. Das ist genau das, worauf wir Bock haben. Weil wir sind jetzt so lange unterwegs und Wäsche muss gewaschen werden und einfach mal nichts machen. Also dieses Nichtsmachen, das ist das, was beim Overlanden immer so ein bisschen fehlt. Weil ist ja ein großer Unterschied, ob ich jetzt einfach nur reise, also 3 Wochen Urlaub habe und sage, ja komm, ich fahre durch Griechenland, oder ob ich durch Südamerika overlande, was ja doch immer eine Herausforderung ist. Das heißt, man braucht einfach auch immer mal einen Ort, wo wirklich eine warme Dusche ist, wo man die Hängematte hinhängen kann und wo man einfach die Beine baumeln lassen kann. So, das suchen wir jetzt und ich denke, wir werden in 2 Tagen in Santa Cruz ankommen. Kann man nicht so schnell fahren, obwohl die Straße relativ gut ist, aber 80 maximal. Und da halten wir uns natürlich auch halbwegs dran. Außerdem sieht man bei Vilma, wie sie immer schwächer wird. Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem sie keinen Anfall hat. Wir wissen, dass wir nicht mehr lange Zeit haben. Hola, buenas. ¿Hay cuñapé? Somos llenísimos. Hemos comprado ya. Muchas gracias. 5 bolivianos. Perfecto. Muchas gracias. Chao, buen día. Hasta luego. Hasta el próximo. ¿Perdón? ¿El Ja. conductor? Wir werden auf dieser Strecke immer wieder von der Polizei oder vom Militär kontrolliert. Man hat uns vor korrupten Polizisten hier gewarnt, aber bisher lassen sie uns in Ruhe. Perfecto. Bien, hasta luego. Baño militar, ¿sabes? Buenas. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Oh, buenas tardes. ¿Cuántos kilómetros son hasta la cabeza? Uns fällt auf, dass es hier sehr viele Hunde gibt, die wild am Straßenrand leben. So, wir haben jetzt den Tank leer gefahren. Es waren 400 Kilometer fast. Er war auch nicht ganz voll, als wir heute Morgen losgefahren sind. Und jetzt sind wir in Cabezas.
Und hier ist die nächste IPFB-Tankstelle, also die uns auch Sprit geben als Ausländer. Und es sieht so aus, als ob es welchen gibt. Also die Schlange ist nicht kilometerlang, sondern nur so 500 Meter und es stehen Trucks sozusagen beim Tanken. Das heißt, wir könnten eine Chance haben. So, jetzt warten wir halt, dass wir hier tanken können. Das ist das Ziel. Dauert halt wieder seine Zeit. Aber besser als 2 Tage warten. Am Ende werden es wieder 6 Stunden, die wir auf Diesel warten müssen. Der Prozess ist schleppend langsam. No? Uno spazio, ma guarda, guarda, tu mi vedi il fumo di questo camion? An der Ausfahrt des Dorfes kommt die nächste Kontrolle. Nos queremos. Presentar el documento. Hola, buen día. Buen día. Bien, bien. Bien, gracias. Sí, claro, estamos en proceso. Yo soy alemán, mi mujer italiana. No, hemos entrado 3 semanas antes. Diesmal wissen wir ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich Polizisten sind oder Banditen. Sie klopfen ständig gegen das Auto und schauen uns immer sehr böse an. Es vero coche. El pasaporte. Mío, los dos. Ja. Ah. Wir sind froh, als wir weiterfahren können. So. Die Auswahl an Früchten in Bolivien ist riesig. Wir finden immer etwas Neues. Was wir immer machen, wenn wir unterwegs sind, wir kaufen alle Früchte, die wir noch nicht gesehen haben, weil wann hat man mal die Chance? Wir sind ja hier so nah am Amazonas-Regenwald dran, gibt halt richtig geile Sachen. So, und jetzt gibt es eine Pacay. Pacay. So, sieht aus wie eine Bohne, ist aber keine Bohne. Machst du sie auf? Machst du sie auf? Okay, pass auf. Achtung, man macht sie auf. Und innen drin ist sowas wie, ja, sowas hier halt, ja. Und das hier, das ist so lecker, darf man aber nur ablutschen, weil innen drin ist ein Kern. Aber es ist richtig süß. Ja, okay. Und richtig, also ein Riesenkern ist da drin. Schmeckt's dir? Ist gut. Gut, ne? Interessante. Es como casi parece peloso. Das sieht eigentlich aus wie so ein Fell, aber das ist richtig saftig, wie eine Litschi halt. Ein bisschen wie eine Litschi. Ja, kann man sagen. Also es geht in die Direktion Litschi. Haben wir noch nie gesehen. Lecker, kann man wieder kaufen. Wir erreichen die größte Stadt Boliviens, Santa Cruz de la Sierra. Die Straßen sind hier schlechter als im Dschungel. Von dort aus führt uns Google zu einem Fluss, den wir durchqueren sollen. Esto es no que se lo ve. Hay otras maneras de irse a Puerto. Okay. Also jetzt gucken wir uns mal an, wie das da aussieht da unten, aber ich fahre das nicht. Das ist mir einfach zu krass. Wir haben auch kein Synchro, also wenn der sich festfährt, dann sind wir so gearscht.
Also, das ist der Weg. Hier runter ist ja schon krass. So, oder mal sehen. Nee, guckt euch das mal an. Die Welle, die würde bei uns am Kühlschrank komplett reingehen. Oh, niemals im Leben nicht. Nunca. Wir fahren außen rum. Auch wenn es 40 Kilometer sind. Gracias. Ja, me voy a otro lugar. Toyota macht's möglich, wir nicht. Nie im Leben nicht. Nie im Leben nicht. Ja, die Sache ist die, Alessandro ist jetzt einkaufen und wir wollen ja wirklich mal jetzt 1-2 Tage mal ruhig mal, wir haben uns auch einen coolen Ort gefunden. Jetzt sind wir bis dahin zu dieser Furt gefahren. Da kommen wir nun wirklich nicht durch. Und jetzt ist in 27 Kilometer, aber leider in der Großstadt Santa Cruz, dann die nächste Brücke. So, da fahren wir jetzt hin und von dort aus dann zu dem Ort, wo wir hinwollen. Weil durch die Wasserfurt fahren, das ist jetzt so krass. Und wir sind heute bei dem ersten Supermarkt in Bolivien gelandet, den wir überhaupt angesteuert haben. Weil bisher kaufen wir immer noch auf dem Markt ein, wir halten das auch für sozialer. Aber heute brauchen wir ein paar mehr Sachen. Das ist der erste große Supermarkt, den wir überhaupt hier gefunden haben auf mittlerweile 800 Kilometer durch Bolivien. Sonst waren es immer nur kleine Läden oder halt diese Märkte, wo dann die Bauern ihre Produkte anbieten. Was auch total lecker ist und was auch viel besser schmeckt als überall woanders, wo ich bisher Obst und Gemüse gekauft habe. Richtig, richtig gut. Ja, und man kann sagen, wir haben so ein gewisses Fliegenproblem. Also wir stehen hier an einem Ort, wo es irgendwie total viel Müll gibt und dementsprechend gibt es halt ultra viele Fliegen. Echt zum Kotzen. Hast du alles? Sí, creo que sí, alles. Und war großer Supermarkt? Sí, pero precio que creo que es más alto de lo que venden al supermercado pequeñito los bolivianos. Was ist teurer? Mhm. Sí. Wir freuen uns darauf, endlich anzukommen, weil die Situation mit Vilma immer schwieriger wird. Laurela, 1, 2, 3, Respira. So, Projekt Relax beginnt jetzt. Projekt Relax beginnt natürlich wie immer mit einem richtig schönen Barbecue. Wir haben richtig viel Fleisch geholt. Wir sind ja hier bei Steff und seiner Familie auf dem Grundstück. Das ist so wunderschön. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie schön das ist. Zeigen wir euch auch noch. Aber heute machen wir zuerst mal einfach mal nichts. So, und wisst ihr, wie man richtig geilen Feuer anzünden kann, wenn man keine Anzünder hat und nicht lange rummachen möchte? Haushaltspapier, Öl rein, also ins normales hier Sonnenblumenöl oder Olivenöl ist zu teuer, aber normales Sonnenblumenöl. Schön tränkendes Papier, also wie so ein Ball unten unter das Holz drunter anzünden und los geht's. Und da hat man dann am Ende eben keinen ekelhaften Geruch wie Diesel oder Spiritus oder irgendwas mit drin. Wir wollen ja da drauf grillen. Ich freue mich so sehr, dass wir mal runterkommen können. Das war einfach zu viel jetzt. Ja, wir brauchen halt richtig viel Holz, weil wir keine Kohle diesmal verwenden. Und hier liegt total viel Holz rum. Können wir alles verwenden. Ja, wir sind hier so 20 Kilometer von Santa Cruz. Das ist ja eine der größten Städte in Bolivien. Und man muss dazu sagen, dass hier wirklich alles drumherum immer noch total grün ist. Also wenn man jetzt da lang weiterläuft, dann kommt Urwald. Da ist nichts mehr. Ja. In die Richtung kommt eine kleine Stadt, die heißt Porongo. Ja, ich glaube, die heißt Porongo. Und die ist wirklich klein, also auch total urtümlich, wie so ein Urwalddorf, kann man sagen. Also ein bisschen kolonialistischer Stil, mit in der Mitte ein Platz und halt lauter kleinen Geschäften, ein bisschen touristisch. Aber hier außen, das ist hier nichts, das ist das letzte Stück. Und ja, Steff und seine Familie, die sind ultra cool und wir haben hier endlich einen Ort gefunden. Also die Installation hier, also ist echt der mega Knaller. Ja? Alles dschungelmäßig gemacht und halt wunderschön. Und gefällt's dir, Tegostaki? Schön, ne? Molto, muy bonito. Muy bonito y relajante. Naturaleza, pajaritos. Ja, und da stehen wir. Mitten im Grünen, mit Stromanschluss. Was willst du mehr? 2 Minuten später.
Als wir die Umgebung erkunden wollen, steht auf einmal eine kranke Kuh vor uns. Sie zittert, sabbert und fällt dann um. Wir haben den Eindruck, dass der Tod uns immer näher kommt. Zum Glück haben wir hier die Zeit, unsere Gedanken zu verarbeiten. Wir spüren, dass etwas sehr Trauriges auf uns zukommt und wir können die dunklen Wolken am Horizont schon sehen. Hier am Fluss versuchen wir ein wenig zu vergessen und die Kraft zu tanken für das, was jetzt kommt. Heute ist ja mal wieder was Besonderes dran. Wir haben sie schon jetzt so lange mit uns. Also wir haben, ja, da guck mal hier. Das ist von ganz lieben Freunden von uns aus Paraguay. Ja. Jörg und Christiane, liebe Grüße. Danke. Richtig, richtig geil. Heute ist der Tag, dass wir den Dessertwein probieren, weil wir haben mal wieder eine Omnia-Torte gemacht. Und mit Kokos und Schoko und allem drum und dran. Und ich glaube, dazu passt wunderbar ein Dessertwein, oder? Ja, und ist unsere Anniversär. Stimmt, Hochzeitstag. Das ist ja eigentlich der Punkt. Ich hab dich lieb. Prost, ich hab dich lieb. Prost, ihr Lieben. Auf uns. Si è suicidato un moschito dentro. Ja, hat sich gleich mal eine Mücke drin getötet. Also, guten Appetit, mein Schatz. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben eine ganz, ganz schreckliche Nacht hinter uns. Alessandra ist draußen mit Wilma. So die letzten 2 Stunden draußen gelegen im Schlafsack, weil Wilma geht's gar nicht gut. Wilma hat gestern den ganzen Tag Krämpfe gehabt. Wir haben 3 epileptische Attacken gehabt innerhalb von, ich glaube, 6 Stunden. Es ist ihr letzter Tag heute. Also wir werden sie heute einschläfern lassen. Wir können nichts anderes mehr machen für sie. Sie leidet nur noch und selbst wenn wir ihr Diazepam geben, dann macht es vielleicht eine ganze Pille und hat 2 Stunden lang Ruhe in ihrem Köpfchen und danach geht's wieder los. Hier liegt Mali. Oh meine Süße. Die versteht es zum Glück nicht. Das ist schon mal ganz gut. Was soll ich sagen? Wir sind am Ende und wir müssen das jetzt regeln. Wir packen jetzt hier alles zusammen und noch was frühstücken, dass wir die Kraft für heute haben. Und dann gehen wir zum Tierarzt und geben mir die Injektion und danach gehen wir zum Krematorium. Ja, so ist es. Ahora respira bien. Lo cierra los ojos pocos segundos y después lo abre otra vez. Wilma. Hi. Na, meine Süße. Hi, Wilma. Auch du schöner Hund. Ja, meine Süße. Das ist das letzte Mal, dass wir jetzt was zu essen geben. Vielleicht nachher noch ein Leckerli. Das sieht jetzt gut aus, aber die hat in 1-2 Stunden wieder eine Attacke. Das kann man dem Hund nicht antun. Ich hab dich so lieb. Ich hab dich so doll lieb. Wir hatten heute nicht die Kraft, die Spritze zu geben und sie zu verabschieden. Wir kuscheln ganz viel mit ihr und riechen an ihr, um ihren Geruch in uns abzuspeichern. Am nächsten Tag merken wir gleich, dass es ein schlechter Tag wird. Der Wind bläst sehr stark und mit seinen Turbulenzen kündigt sich Veränderung an. Also, die Ärztin kommt hierher, wir müssen nicht hinfahren.
können also noch die letzten Minuten mit ihr genießen. Das ist das letzte Mal, dass wir sie lebend filmen. Also uns haut es ganz schön um. Was soll man machen? Das ist eben so. Guck mal her, Wulli. Guck mal. Guck mal hier. Ich hab dich sehr, sehr lieb. Du bist der beste Hund auf der ganzen Welt. Aber die hört nicht mehr und die riecht nicht mehr. Die kann sich auch nicht mehr auf den Beinen halten. Also das ist bei ihr, sie ist schon längst weg. Das muss man auch so sehen. Und wir sind froh, wenn sie die Injektion jetzt kriegt, dass wir denn sozusagen sie von dem Leid erlösen. Ja. Wir fahren danach zum Krematorium und lassen sie einäschern. Und dann geht es irgendwie bei uns weiter, zu dritt. Es war echt eine schöne Zeit, 12 paar Jahre. Schau, meine Süße, ey. Wir sehen uns im Himmel. Hm? Wir müssen uns von Wilma verabschieden. Es tut so unendlich doll weh. Aber der Tod ist Teil des Lebens. Was bleibt, sind die Erinnerungen. Jetzt geht sie über die Regenbogenbrücke ins Paradies. Blue sky, why don't you come and take blue skies? Why don't you come and take me? Blue sky, you once loved me. Blue sky, Ja, willst du? Ja! why don't you come and take me? Blue sky, you once loved me. It's all I know. It's all I know. It's all I know. It's all I It's all I know. It's all I know. It's all I Blue sky, blue sky.